meine Lieben, heute soll es mal darum gehen, aus einem Stück Brennholz, in dem Fall ist das ein Stück Kirsche, ein rechteckiges Kantholz zu schneiden. Das ist ja eigentlich gar nicht so einfach, weil man hat ja keine Bezugsfläche, die in irgendeiner Weise gerade ist. Und das zeige ich euch heute mal, wie man sowas macht. Dass man wirklich aus so einem Stück Brennholz ein wunderschönes Kantholz bekommt. Was rechtwinklig ist, was gerade ist. Das ist hier natürlich jetzt schon gehobelt. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme jetzt ein Stück Restholz OSB-Platte. Das muss halt ja auf jeden Fall genaues Maß haben von der Breite. Die Breite an sich ist eigentlich relativ egal. Hauptsache das Stück Holz passt halt da drauf. Ich schraube das jetzt so da drauf. Und die Seite, die ich halt als erste schneiden möchte, die lasse ich jetzt ein Stück überstehen. Und das schneide ich dann mit der Bandsäge ab. Also ich schraube die OSB-Platte jetzt von unten in das Kirschholz rein, ziemlich außen, damit ich später die Löcher halt noch abschneiden kann. Und das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich drehe mir das jetzt so hier rum und schraube mir das jetzt einfach grob. Das muss jetzt nichts Genaues sein, weil wir schneiden es ja sowieso ab. Und schraube mir das jetzt einfach einmal. Und die andere Seite. Ihr könnt natürlich auch ja, eine ganz andere Platte nehmen. Das ist egal. Das ist nur der Anschlag, dass ich eine Führung habe für die Bandsäge. So sieht das jetzt aus. Das ist jetzt schön fest. Und jetzt kann ich diese Kante als Anschlag für meine Bandsäge nehmen. Oder ja, wenn ihr habt, und geht auch mit der Formatkreissäge, geht genauso. Nur dann müsst ihr halt, ja, in dem Fall, das sind bestimmt, oh, ich kann es gerade mal messen. Ist ja kein Problem. Wir haben jetzt hier mit OSB-Platte, ja, knapp 11 cm. Und das ist natürlich, ja, für eine normale Formatkreissäge, meine schneidet nur 80 mm hoch. Ging schon nicht mehr. Deshalb mache ich es gerne mit der Bandsäge. Ich baue euch jetzt mal um und dann schneiden wir das mal zusammen, dann zeige ich es euch. So, jetzt sind wir an der Bandsäge. Ich hoffe, man sieht das jetzt ein bisschen, weil die Sonne ganz schön stark hier reinscheint. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht so allzu stark. Also wie gesagt, die OSB-Platte habe ich jetzt auf das Brennholz geschraubt, auf das Stück Kirsche. Jetzt habe ich mir den Anschlag hier so eingestellt, dass die OSB-Platte noch dran vorbeigeht. Also die OSB-Platte will ich ja nicht schneiden. Und da ich jetzt einen genauen Anschlag habe, die genaue Breite, bleibt der Schnitt ja gleich. Es kann natürlich sein, dass das Sägeband ein bisschen minimal wegläuft, weil es einfach zu hoch ist. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Das schneiden wir jetzt mal ab. So, und jetzt sieht man schon, jetzt haben wir eine gerade Kante schön parallel gerade geschnitten. Jetzt schrauben wir die OSB-Platte wieder ab und schrauben die OSB-Platte auf diese Seite. Das machen wir auch wieder zusammen. So, jetzt schrauben wir die Platte wieder ab. Können die Schrauben auch minimal drinnen lassen. Dann gleich raus. So, jetzt schrauben wir die Platte auf die gerade Seite, die wir gerade geschnitten haben. Und lassen das Holz wieder
ein bisschen drüber stehen. So, gucken, dass die Schrauben auch wieder ins Holz reingehen und schrauben das wieder fest. Mal. Ich muss noch ein bisschen rüberziehen. So. Ihr müsst halt auch sehen, dass die Schrauben schön versenkt sind, weil das ist ja unsere Auflagefläche auf den Tisch von der Bandsäge, ne? Ist ja klar. Und jetzt schneiden wir quasi diese Kante wieder ab. So, den Anschlag lasse ich jetzt so, weil unsere Platte, die ist ja 13 und immer noch, der Anschlag ist ja genau dasselbe und wir haben das Stück Brennholz wieder hier überstehen lassen, also ist ja quasi dasselbe wie eben auch. Und jetzt schneiden wir die andere Seite. So. Jetzt haben wir schon, na hier ist ein bisschen noch, man hätte noch ein bisschen weiter schneiden können, aber ist okay. Der Rest wird dann gehobelt. Man könnte es natürlich auch komplett abrichten mit einer Abrichte. Hat natürlich nicht jeder. Ich habe eine, aber es würde ewig dauern. Ewig dauern und so ist man viel schneller. Vor allen Dingen, das war jetzt relativ schon rechtwinklig, aber sagen wir mal, es ist jetzt wirklich total schief oder man hat 60, 70, 80 Grad oder geht das natürlich viel besser, viel schneller. Jetzt schrauben wir die wieder ab und dann schneiden wir die beiden anderen Seiten. Zeige ich euch. So, jetzt schrauben wir die OSB-Platte wieder ab. Mein Bit ist auch nicht mehr der beste. So, jetzt wollen wir ja die dritte Seite schneiden. Jetzt müssen wir das ungefähr so, dass wir auch ein Kantholz rauskriegen. Das heißt, jetzt fällt natürlich mehr ab. Wir machen das mal so. Um ein Kantholz auch rauszukriegen. Die eine Seite machen wir jetzt frei Schnauze. So ungefähr. So, jetzt messen wir uns das. Was wir jetzt von der OSB-Kante bis zu dem fertig geschnittenen rechtwinkligen Kante haben. Das sind 6,4. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. 6, ich muss euch das mal so hinhalten, dann seht ihr das besser. Sechs Komma fünf. So, 6,4. So, schrauben wir die andere Seite jetzt auch wieder fest. So, jetzt gehen wir wieder an die Bandsäge. So, meine Lieben, jetzt schneiden wir die dritte Seite, also quasi die Seite. Jetzt sieht man schon langsam, was es werden soll. Und jetzt brauchen wir es nicht mehr umspannen. Jetzt lege ich mir das einfach so hier drauf.
Weil jetzt habe ich ja die Auflagefläche oder ich könnte sogar die OSB abschrauben und könnte sie einfach hier dran herziehen. Geht genauso, ne? Weil ich habe ja jetzt schon 3 saubere, gerade Kanten und kann ja das jetzt als Anschlag schon nehmen. Ich lasse die OSB-Platte jetzt einfach dran. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Schraubt sie ab, lasst sie dran, spielt keine Rolle. Jetzt müssen wir natürlich unseren Anschlag das erste Mal verstellen. Jetzt kommt es darauf an, was wollt ihr für ein Kantholz haben, wie stark wollt ihr es haben. Und ja, euch überlassen. Jetzt müsst ihr nur dran denken, ihr habt die Schrauben da drin. Und wenn die Schrauben jetzt zu lang sind, dann schneidet ihr mit dem Sägeblatt natürlich in eure Schrauben rein. Ne? Also wenn ihr euch unsicher seid, macht die OSB-Platte einfach ab. Ich habe jetzt 40 mm Schrauben drin, also das müsste eigentlich funktionieren, ohne dass ich in die Schrauben reinkomme. Und jetzt schneiden wir das einfach ab. Jetzt kann ich auch meine Bandführung ein bisschen runter machen. Umso dichter das dran ist, umso besser und einen schöneren Schnitt habt ihr, umso gerader bleibt er. Ist ja klar, dann ist die Führung einfach näher an dem Werkstück dran. Das schneiden wir jetzt auch ab. Maschine aus. Und jetzt habt ihr ein wunderbar rechtwinkliges, gerades Kantholz, was ihr jetzt hobeln oder schleifen könnt. Ich finde es klasse. Ich schraube das jetzt ab und dann zeige ich es euch nochmal. So, die Schrauben haben wir jetzt raus. Wie gesagt, ihr könnt die auch vorher rausmachen. Und so kann man gut und gerne, ich habe da schon Esche, Buche, alles mögliche, Linde, Eiche, das ist in dem Fall jetzt Kirsche, mein Lieblingsholz. Hier sieht man auch schön die Maserung schon, obwohl es noch gar nicht gehobelt ist oder geschliffen ist. Hier ist ein Holzwurm drin. Viele sagen Holzwürmer gibt es nicht, ich nenne sie Holzwürmer, da auch. Natürlich nicht so optimal. Aber jetzt, um kleine Projekte zu machen, zum Beispiel mit der CNC-Fräse oder so, ist es optimal. So, jetzt messen wir uns die Geschichte mal. Jetzt haben wir hier 6,4, ist ja klar, ne? Das hatten wir ja gemessen. Na, da ist ein bisschen breiter, ist die Säge vielleicht doch ein bisschen weggelaufen. 5,7. 5,7, das passt. 5,7. 5,7, also ist eigentlich top. Ich mache das ganz gerne mal, es geht schnell, ist einfach und dann kann man sogar aus Brennholz noch irgendein tolles Projekt machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bei Fragen schreibt mir einfach und damit ihr keine Videos mehr verpasst, abonnieren und liken. Ich danke euch. Ciao, macht's gut.